Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sherlock Holmes Chapter 1. In der letzten Folge haben wir den Chef der Drosselbande festgenommen. Und Lucky Joe heißt der Gute. Es gelang mir, Lucky Joe, den Anführer der Drosselbande, im Versteck der Bande dingfest zu machen. Ich übergab ihn den Behörden und kann mich nun im Verhörraum mit ihm unterhalten. Na gut, dann machen wir das doch mal. Was hat das? Looks like those little birdies won't sing for a while, Sherry. Excellent job catching this crook, sir. His name is Lucky Joe, and as it happens, someone with influence was after him too. You did them a favour. I just solved the mystery, officer. If a criminal appears in my path, it merely affirms my deductions are sound. Either way, you'll be pleased to know that an anonymous tip has fingered Lucky Joe as being involved in the murder of a famous professor. We have photographs and witness statements. Not so Lucky Joe is headed straight to the gallows. Someone served him to us on a silver platter. Interesting. Well, as a vital ally in the arrest of a wanted murderer, you couldn't possibly object to me interviewing him. Well, vital? Yes, no, of course. Go ahead. Ich glaube nicht, dass er daran beteiligt war am Mord. You, haven't you made my day bad enough? Get out! The police received an anonymous tip. Someone saw you entering Professor Jacob Haring's house. They have photos. You're in trouble. I didn't even touch the old fool. This whole business was a setup from the beginning. You broke into the house at the exact time Jacob Haring had his safe open and his collection of blackmail materials out. Perfect timing to steal the lot. Ah, that's circumstantial at best. Alas, the professor turned out to be less feeble than you expected. He pulled a saber from the wall and nearly took your head off. But lo, the vigor evaporated, and all at once he fell to the floor, grasping his chest as if his heart itself had given up. That's exactly what happened. And that's why I'll be out of this reeking cell by morning, once the coroner has done his business. Unlikely. You claim somebody set you up. If so, they will ensure that you're hanged. We both want to know who is truly behind this, so tell me the whole story. It may yet save your life. Oh, blast. All right. What do you want to know? Wo sind die belastenden Dokumente? So you broke into Professor Haring's study and stole the blackmail materials. What did you do with them? Do you like jokes? My humor tends toward the dry and bitter. Then you will love this one. As I fled Haring's place with the documents, a pickpocket snatched the folder from me on the street. I was played from the beginning, beaten at my own game. They made a joke of me and the Robins, and now I await the gallows. Ha! Ha ha ha! Oh, you're right, it was a good joke. But now things begin to make sense. Wer erzählte Ihnen von Haring? Haring's blackmail collection was hardly public knowledge. It stands to reason that whoever informed you of his existence must be who set you up. Yes, obviously. But I've never seen his face, nor do I know his name. I received a note at El Palazzo de Lusso that gave me the address of Jacob Haring. It was signed with one letter, M. I cannot believe such an established gang leader would personally engage in burglary simply because he received a letter. It was not just a letter. I received something else with the note. A file. On me. And a bloody detailed one at that. I'm not sure if it was from Haring's own collection, but it contained things that could bury me and the entire damn Robins. I burned the file in a heartbeat, but the note warned of others like it in Haring's safe. I needed to retrieve them, and got lucky. Lucky? Why? The note said that by being there at a very precise time, I'd find that safe opened. And it was right. Ja, noch ein Hinweis darauf, dass die Polizei dahinter stecken würde. Ich werde Ihre Unschuld beweisen. Fear not, Joe. I will prove you didn't kill Professor Haring. What? Then you better do it fast. Per his schedule, Professor Haring had tea with a guest not long before you arrived. The tea in Haring's teapot was dosed with digitalis. A large dose of such a drug, coupled with physical exertion, can cause cardiac arrest. So if the old man hadn't attacked me... He may have lived, yes. But it wasn't you who killed him.
The real murderer is the one that poisoned the professor and set you up. I'll make sure the police know it. Yeah, you may save my bacon. Oh, I wouldn't sing a victory song just yet. I believe they're preparing for a conversation with you on many subjects, like the robins. I can handle those fools. I thought you were the copper's pet. But you have character those bloodthirsty mongrels lack. I respect that. Make no mistake, Joe, we are not friends. Should we meet again under different circumstances, well, you know my character. Okay, wie geht's jetzt weiter? Wie mysteriös. Finden Sie mich in Zimmer 227. Wer ist M? Die Sache hat sich zu einer spannenden Herausforderung entwickelt. Lucky Joe ist hinter Gittern, aber die belastenden Unterlagen wurden von einer anderen Person gestohlen. Ich konnte sie nicht ausfindig machen und der Geheimdienst des Vereinigten Königreichs steht mit leeren Händen da. Ich bin im Besitz der Nachricht von einem gewissen M, die Lucky Joe erhalten hatte. Dieser M scheint hinter dem Diebstahl von Professor Herrings belastenden Unterlagen zu stecken. Lucky Joe sagte, dass er die Nachricht im Hotel Il Palazzo del Lusso erhalten hatte. Also geht es zurück ins Palazzo del Lusso. Und da in Zimmer 227, wie es aussieht. Müssen wir jetzt hier dem Polizisten eigentlich noch Bescheid sagen? Lucky Joe is just behind this door, Ja. waiting for you. Oder ihm hier? Would you like to report a crime? Nein. Ah, gut. So. Dann, wo war denn das hier? Hier, ne? Ach ne, Legacy Theater. Hier war das Il Palazzo Lusso. Extra, extra! Nope. Hopkins hops to it! A spy from our Arctic expedition arrested by Scotland Yard. Ja, dann zeig mal Interested her. in some Cordona news? Oh, da haben wir einiges. So, wir kaufen erstmal alle. Check the front page. You won't regret it. Aus der Traum vom ewigen Eis. Erlebte eine Arktis-Expedition, die zum Aufstocken der Vorräte in London anlegte, eine unangenehme Überraschung. Ein Mitglied des Expeditionsteams wurde wegen des Verdachts auf Industriespionage festgenommen. Der Zugriff konnte dank der Ermittlungserfolge von Inspektor Hopkins erfolgen, einem der vielversprechendsten Neuzugänge bei Scotland Yard. Lesen Sie im Exklusivinterview mit dem jungen Helden, wie er es geschafft hat, den Fall zu lösen. Ja, ja. Mann stürzt sich in den Tod. Ein schockierender Anblick bot sich heute den Passanten auf der Rolling Bricks Brücke, als sich ein junger Mann am helllichten Tage in den Tod stürzte. Augenzeugenberichten zufolge schien der Mann zuvor um sein Leben gerannt zu sein. Da sich die Polizei nicht dazu äußern will, bleiben viele Fragen unbeantwortet. War der Mann verrückt oder hatte er tatsächlich allen Grund zu fliehen und letztendlich sogar den Tod als letzten Ausweg zu wählen? Wir bitten unsere Leser, sich mit sachdienlichen Hinweisen zu den nach wie vor laufenden Ermittlungen umgehend bei der Polizei zu melden. Drosseln endlich im Käfig. Auf einen Schlag konnten heute alle Mitglieder der Drosselbande festgenommen werden, darunter auch Lucky Joe, der berüchtigte Kopf der Bande. Den Ganoven werden mannigfaltige Vergehen zur Last gelegt, darunter Erpressung, Raub, illegale Wetten und Mord. Bei der Razzia der Polizei konnten zahlreiche belastende Dokumente sichergestellt werden, welche die Bande genutzt hatte, um wohlhabende und einflussreiche Persönlichkeiten zu erpressen. Da diese Dokumente brisante Informationen enthalten, finden die Gerichtsverhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die belastenden Dokumente werden im Anschluss an die Verhandlungen vernichtet. Archivarin, nun selbst Geschichte. Wie sich herausstellte, war das Stadtarchiv von Cordona der Unterschlupf von Grabräubern und einer von ihnen endete in dem Grab, das er oder besser gesagt sie selbst geplündert hatte. Das schändliche Verbrechen konnte mit der Hilfe von Mr. Sherlock Holmes aufgedeckt werden, dessen beachtliche Ermittlungserfolge die Polizei langsam aber sicher schlecht aussehen lassen. Seine Nachforschungen hinsichtlich der zunehmenden Fälle von Grabräuberei auf dem Friedhof führten ihn zur leitenden Archivarin Ursula Oni, die kurz zuvor verschwunden war. Kaum jemand wird damit gerechnet haben, dass sie von ihrer Komplizin Meryl Levy ermordet wurde, mit der sie zuvor den Schmuck Verstorbener aus Gräbern entwendet hatte. Mrs. Levy wurde festgenommen und wird sich schon bald vor Gericht verantworten müssen. Das Rechtsprechungssystem auf Cordona sieht für Mord die Todesstrafe vor. Daher kann sie wohl nur noch hoffen, dass ihre Akte verloren geht und irgendwo verstaubt. Tja, oder dass sie ihm zeigen kann, dass das doch nur Notwehr war. Man stürzt. Hier war doch mit diesen Dokumenten.
Okay, aber ich glaube, das hat nichts mit unseren Dokumenten zu tun. So, wir wollten ins Hotel, ne? Dann müssen wir da hoch, denke ich mal. Wo war denn hier der Eingang nochmal? Oder kennen wir den überhaupt? Wir sind ja letztes Mal mit der Kutsche gleich weggefahren. Was ist das hier? Nein. Hier könnte es sein, oder? Oh, is that you, Mr. Holmes? Please, come in. Now that the police have finished their investigation, Il Palazzo del Lusso has finally reopened. Sehr schön. So, wir müssen jetzt in Zimmer 227. Wer ist er? Are you able to help me? Sounds familiar, but nothing comes to my mind. Ask someone else. How can I help you, sir? Good day. I'm looking for room 227. An acquaintance of mine has invited me to visit him. Oh, Mr. Holmes, what a delight to see you again. Professor Malice told me he was expecting someone, but I didn't know it would be you. 227 is upstairs and to the left. He said you should spare him the trouble and let yourself in. Here's the key. I'm sure he'll be thrilled to see you. Professor Malice. Yes. Yes, of course. Well, I'd best not keep him waiting, thank you. Professor Malice? Wer war er? Kennen wir den? Sherry, this feels awfully like someone has set a mousetrap and we're walking right into it. I have it under control, John. Really, Sherry? I don't like this. Please. See? Neither a trapdoor nor a self-firing gun. A family photo of the man who jumped off the bridge. Pity. Everybody has pressure points. What would happen if I pushed yours? Akte über die Familie Wellington. Daniel Wellington war ein wohlhabender Adliger, der während der Anfänge des Silberrausches im Jahre 1818 nach Cordona kam. Er investierte sein gesamtes Geld in den Bergbau und verdiente damit ein Vermögen. Daniel Wellington hatte viele sehr verwöhnte Söhne, die allesamt für ihr schlechtes Gebaren berüchtigt waren und bei jedem Vergehen mit Bestechung ihren Hals aus der Schlinge ziehen konnten. Unter anderem prügelten sie einen Mann fast zu Tode und steckten einen Pub in Brand. Daniel Wellington starb 1859 im Alter von 67 Jahren und sein Vermögen ging an seinen ältesten Sohn Tom. Tom Wellington war im Gegensatz zu seinem Vater kein fähiger Geschäftsmann. Keine der Investitionen, die er tätigte, zahlte sich aus, doch der nach wie vor profitable Bergbau bewahrte die Familie vor dem Ruin bis zum Jahre 1862, als die Minen erschöpft waren. Manch einer sagt, dass die Familie Wellington 1866 bankrott ging, doch tatsächlich war sie bereits 1863 ruiniert. Als Tom Wellington Selbstmord beging und seiner Frau sowie seinem 7-jährigen Sohn Reginald einen Schuldenberg hinterließ. Seine nicht besonders teilnahmsvollen Brüder waren nicht bereit, die Hinterbliebenen finanziell zu unterstützen. Die Bergarbeiter bekamen infolgedessen keinen Lohn mehr und verbüßten das Anwesen der Wellingtons, wobei sie mit Schlimmerem drohten. Die Familie verkaufte das Anwesen, um ihre Schuld zu begleichen, und verschwand. Doch auch heute noch haben die Wellingtons auf Cordona viele Feinde. How many more dossiers like this does M possess? Okay, also der von der Brücke gesprungen ist zwar ein Wellington, scheinbar. Mysteries of Sirius B by Jacob Haring. Used, then discarded. Like everyone in his path.
These people were not colleagues or co-conspirators, they were just implements M used to get what he wanted. Nämlich uns. Briefe von M an Sherlock. Werter Mr. Holmes, ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich nicht persönlich anwesend bin, um Sie zu begrüßen. Ich habe hier eine Weile gewartet, aber wahrscheinlich habe ich Ihre Fähigkeiten überschätzt. Leider erwarten mich im Ausland wichtige Angelegenheiten und ich kann meine Abreise nicht länger hinauszögern. Mir bleibt nicht einmal mehr Zeit, um all meine Habseligkeiten einzupacken. Wären Sie so nett und würden sich für mich im Zimmer umsehen, um festzustellen, ob ich etwas Wichtiges zurückgelassen habe? Ich wäre Ihnen sehr zu Dank verpflichtet. Tatsächlich mache ich mir bereits Gedanken darüber, wie ich Sie angemessen entlohnen kann. Die Zeit drängt. Ich muss abreisen. What did it say, Sherry? That I failed, John. He's gone, tore through Cordona like a hurricane and left us to sift through the wreckage. Das glaube ich nicht. Ist auch nur wieder ein Spielchen bestimmt. Huch. Nelson's Monument in Trafalgar Square, London. I am watching you. The hairs on my neck just stood up. Extensive handwritten notes on Sirius B. It appears M was studying up. Ja, da gab es doch dieses Gespräch mit dem Professor über Sirius B. A dossier on General Garnet Wolseley, but now empty. Das war wahrscheinlich der Anlass, um sich mit ihm zu treffen, hat er vorgegeben, er wüsste irgendwas über Sirius B. I recognize this seal from Jacob Haring's mail. He left behind only what he wanted us to find. Infuriating. A clean champagne flute. The first move has been made. Anglo-Egyptian war looms. The champagne bottle is uncorked, yet still chilled and bubbly. The gall of this man. Someone's celebrating a victory, and I'm not sure it's us. M is celebrating and wants us to know it. Mycroft's agent. So M did orchestrate her accident with unimaginable precision. Jacob Haring, just a pawn in a complex chess match. A marked map of Cordona. We've visited most of these locations recently. The position of naval forces in the Mediterranean. This M has his sights set on bigger things. All these thefts, exactions, and deaths are the intricately entwined pieces of a greater plan, and we fail to influence it in the slightest. We're too late, Sherry. M set this all up for us, knowing by the time we found it, he would already have left Cordona. No, there must be something I've missed. We can still catch him. There's nothing else here. It's over. You read his letter. He laid out this makeshift museum to taunt you. Don't give him the satisfaction. I will not cede defeat. I will treat this threat with the seriousness it deserves, which is to say, my absolute attention. Then you were giving him the win, Sherlock. Have you considered you might be out of your depth? He was sitting here in this very room, spinning his web around Cordona and beyond, manipulating and murdering people, using the Mediterranean as his playground like some sodding Napoleon of crime. Are you trying to suggest? I am not suggesting. I am stating outright that he is toying with you and you are too arrogant to avoid the bait. Sherlock, we stumbled into the lion's den. Now we must slow down, be smart, and make sure we get to walk out alive. Also, ist das vielleicht doch nicht der Polizist? Weil, wie es aussieht, will der ja irgendwie vielleicht so einen Krieg provozieren oder sowas? Oder ist das auch nur ein Ablenkungsmanöver? Du reagierst über. When a fly gets caught in a spider's web, it twitches. But the more it does so, the more it traps itself. You are twitching too much, John. Do not mistake my rage for recklessness.
Do not mistake disappointment for desperation. The spider does not yet know what it caught. He knows full well. The man makes no mistakes, Sherlock. Incorrect. He just made one. He caught my attention. That's what I'm saying. You are behaving exactly how I'd expect. He wants you to come after him. He knows you can't resist the game. You need to face the facts. You lost. You were outwitted and he got away. Don't fall for it again. The smartest thing we can do now is lick our wounds and tell Mycroft everything. Mycroft, now you really are being hysterical. Look around you, Sherlock. He's stealing secrets from the Crown, toying with navies, fomenting war. You cannot catch him alone. We will need all your brother's connections to stop this madman before he does worse. Das ist eine harte Entscheidung. Eieieiei. Also, eigentlich war es ja sonst immer besser, wenn wir auf John gehört haben, aber irgendwie habe ich so ein bisschen die Angst, dass wenn wir jetzt nicht informieren Mycroft, dass wir den Fall abgeben und dann hat sich's erledigt. Nee, ich habe alles unter Kontrolle. M thinks he can anticipate my decisions, and for now I shall let him believe it, but fear not, John. When opportunity strikes, so will I. This is not about you and your ego, Sherlock. There are other lives at risk. I am well aware, John, but Mycroft is not the answer. For the Crown, criminals like M are just as easily seen as assets or allies should their crimes align with one's political agenda. I will not involve my brother and risk this man walking free. I cannot allow it. You're fooling yourself, Sherlock. You think M doesn't have a folder on you and Mycroft? He's counting on you two not cooperating. It's obvious. I am simply ensuring that when M and I cross paths again, it will be on my terms. Neither his nor Mycroft's. That is how I will win. This is a mistake, and one day you'll pay for it. But I know you too well to argue any longer. M is gone. For now, best to focus on the reason we came to Cordona in the first place. On that matter, you are probably right. But John, I need you on my side. I am on your side, Sherry. To make sure you don't get yourself killed. I appreciate it. Shall we? Wahrscheinlich hat John recht und wahrscheinlich wird das wieder böse Konsequenzen haben, die erscheinen. Aber ich habe einfach ein bisschen Angst, dass wenn wir das jetzt Mycroft überlassen hätten, dass das so, diese Questreihe dann einfach vorbei gewesen wäre. Oh Mann. So, gibt es hier jetzt ein neues M? Oder müssen wir jetzt tatsächlich erstmal abwarten? Sieht nicht so aus, ne? Und hier ist auch nichts Neues. Ich reise mal sicherheitshalber nochmal hin. Nachdem ich natürlich das Gebäude verlassen habe. War ja klar. Aber hier ist auch nichts mehr, ne? Nee. I hope you enjoyed your visit. Ja, geht so. Da wollen wir hin. Och, ein Mensch. Gucken wir mal, irgendwelche M's aufgetaucht? Nee, sieht nicht so aus. Okay, hier ist nichts. Ich gehe mal rein. Passiert auch nichts. A
A manor all to ourselves. Can you believe it, Sherry? I have so many ideas. Na gut, mal schauen, was jetzt daraus wird und was noch passiert. Vielleicht finden wir es schon in der nächsten Folge raus. Mal sehen. Bis dahin, macht's gut und tschüss.